Krebs zählt weltweit zu den schwersten Erkrankungen. Allein in Deutschland sind 2020 rund 250.000 Menschen an Krebs verstorben. Nichtsdestotrotz hat die Krebsforschung in den letzten 10 bis 15 Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Und deswegen sind wir anlässlich des Weltkrebstages hier in Tübingen und gucken hinter die Kulissen der Krebsforschung. Starten tun wir dabei mit Judith. Hi Judith. Hallo Steven. Die Krebsforschung hat sich ja in den letzten 10, 15 Jahren wirklich rasant gewandelt und Fortschritte gemacht. An was genau forschst du denn hier? Ja, ich forsche in einer bestimmten Form von Immuntherapie und dabei werden eine bestimmte Population von den Immunzellen, die T-Zellen, genetisch verändert, um sie dann in ihrer Funktion gegen Krebszellen zu stärken. Was sind denn genau T-Zellen? Ja, T-Zellen, die gehören zu einer Gruppe von Immunzellen, den sogenannten weißen Blutkörperchen. Und T-Zellen können sowohl Viren als auch Bakterien bekämpfen, aber auch Krebszellen. Jetzt kennt ja wahrscheinlich jeder da draußen, dass unser Immunsystem das Abwehrsystem unseres Körpers ist, wenn ich zum Beispiel mal erkältet bin. Aber es kann auch gegen Krebs helfen? Ja, genau. Und da spielen insbesondere die T-Zellen eine wichtige Rolle, dass sie abnorme Zellen erkennen können und diese abtöten können. Und wie genau hilfst du quasi diesen T-Zellen dabei, dass sie besser diese Krebszellen bekämpfen können? Ja, die Krebszellen sind sehr schlau und lassen sich auch immer wieder was einfallen, um den T-Zellen zu entkommen. Und deshalb verändern wir die T-Zellen genetisch, sodass sie ganz spezifisch die Krebszellen wieder erkennen können und aktiviert werden, wenn sie diese erkennen, sodass sie dann die Krebszellen abtöten können. Also quasi sind diese T-Zellen quasi die Polizisten unseres eigenen Immunsystems und du hilfst quasi denen dabei, die Verbrecher, also quasi die Krebszellen, besser auf die Spur zu kommen und zu überführen. Das hast du sehr schön zusammengefasst und ist genau richtig. Alles klar, Judith. Herzlichen Dank. Vielen Dank fürs Vorbeikommen. Wir haben gerade bei Judith erfahren, wie man mit Hilfe von geboosterten T-Zellen den Krebs besser bekämpfen kann. Aber was genau passiert denn da eigentlich in unserem Körper? Um das zu erfahren, werden wir jetzt Bettina besuchen und die ganze Sache genauer unter die Lupe, besser gesagt unter das Mikroskop nehmen. Hi Bettina. Hi. Bevor wir jetzt zu deiner Forschung kommen, warum tragen wir so eine Schutzausrüstung? Ja, das liegt daran, weil wir hier mit radioaktiven Arzneimitteln arbeiten. Und die wollen wir natürlich nicht nach draußen tragen. Also es ist ein Schutz für uns und auch, dass wir die einfach verhindern, dass wir die mit rausnehmen später. Also müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wir nachher irgendwie radioaktiv bestrahlt werden? Nein, das sind winzigste Mengen und das ist ungefährlich. Jetzt aber mal zu deiner Forschung. Wir haben ja gerade bei Judith erfahren, wie Krebsimmuntherapien funktionieren und wie wichtig T-Zellen dabei sind. Wie kommt denn jetzt deine Forschung da ins Spiel? Na, was wir hier machen, ist, dass wir diese T-Zellen und Krebszellen eben unter dem Mikroskop visualisieren. Also wir können die hier so vergrößern, dass wir wirklich die einzelne T-Zelle und Tumorzelle genau anschauen und analysieren können, wie die miteinander interagieren, also wie die T-Zelle die Tumorzelle attackiert und umbringt. Jetzt mal im Vergleich, wenn ich zurückdenke an meinen Biounterricht, damals in der 10. Klasse, da hatten wir ja auch mit Mikroskopen zu tun, aber das war ja ein Witz im Vergleich zu dem hier, was hier steht. Könnt ihr also wirklich nachvollziehen, wie so die T-Zelle die Krebszelle attackiert und quasi als Erfolgs- oder Qualitätskontrolle, wie gut es funktioniert hat? Genau, also dieses Mikroskop ist tatsächlich etwas komplizierter als früher im Biounterricht. Das liegt daran, dass wir noch eine ganze Reihe an Lasern da mit verbaut haben, sozusagen, damit wir nämlich die T- und Tumorzellen, die haben wir in verschiedenen Farben angefärbt. Und diese Laser sind dafür da, dass wir diese Zellen dann zum Leuchten bringen, in Blau, Grün und Rot. Und so können wir eben genau sehen, was ist eine Tumorzelle, was ist eine T-Zelle und wie verhalten die sich so miteinander. Und das wiederum, zu einem Punkt zurückzukommen, das funktioniert dann tatsächlich als eine Art Erfolgskontrolle. Also wir können genau sehen, ob die T-Zelle die Tumorzelle erkennt und sie umbringt. Welche Möglichkeiten gibt es denn da, wenn es mal nicht so gut läuft und wenn die Therapie nicht so gut anspricht? Da gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten, warum eine Therapie nicht funktioniert. Das eine ist eben, dass die T-Zelle einfach nicht gut genug ist, dass sie die Tumorzelle nicht erkennt zum Beispiel. Und dann können wir wieder zurückgehen in Judiths Labor und können diese Rezeptoren verändern, die die T-Zelle auf ihrer Oberfläche exprimiert. Und das bedeutet, die trägt die auf dieser Oberfläche und kontaktiert dann die Oberfläche der Tumorzelle und sucht die ab nach so einem Schlüssel-Schloss-Prinzip, ob der Rezeptor, den sie trägt, da irgendwo dazu passt. Und dann weiß die T-Zelle, das ist eine Tumorzelle. Und dieser Prozess, der kann eben funktionieren oder nicht. Und das sehen wir dann und können da dann so ein bisschen nachhelfen und das noch ein bisschen tunen. Also ihr könnt dann halt sehen, ob das Tuning, was Judith jetzt im Vorfeld schon erwähnt hat, ob das wirklich von Erfolg gekrönt ist.
Genau. und quasi ob die T-Zelle wirklich gut die Oberfläche der Krebszelle absuchen kann und dann nach diesem Schlüssel-Schloss-Prinzip dann auch wirklich attackiert. Genau, das kann man. Und quasi, wenn es dann aber nicht funktioniert, gibt es dann halt noch andere Methoden. Dann können wir das eben auch sehen. Also manchmal sehen wir auch, dass die T-Zelle ganz wunderbar funktioniert, aber die Krebszelle trotzdem nicht stirbt. Das liegt dann meistens daran, dass die Krebszellen sehr gut darin sind, Resistenzmechanismen zu entwickeln. Also die finden Möglichkeiten, um entweder nicht erkannt zu werden oder erkannt zu werden, aber einfach nicht zu sterben. Die können das dann ganz gut aushalten, dass die T-Zelle sich da Mühe gibt, sie umzubringen, aber sie leben weiter. Und in solchen Fällen ist es dann die beste Strategie, die T-Zelltherapie zu kombinieren mit anderen Therapieformen, um die Tumorzelle zu schwächen zum Beispiel, dass die T-Zelle ein leichteres Spiel hat. Alles klar, vielen lieben Dank, Bettina. Wir haben jetzt gerade bei Bettina gelernt, wie denn die T-Zellen unter dem Mikroskop die Krebszellen bekämpfen. Aber der Krebs hat ja auch noch gewisse Möglichkeiten, sich dem zu entziehen. Dementsprechend gehen wir jetzt zu Josef und schauen nach, welche Möglichkeiten es denn da noch gibt. Hallo Josef. Grüß dich, Steven. Jetzt haben wir von Bettina und Judith schon erfahren, wie eine Krebsimmuntherapie vonstatten geht und dass die T-Zellen dabei eine wichtige Rolle spielen. Jetzt haben wir aber ein bisschen den Blick von den Tumorzellen abgelassen. Kannst du uns da ein bisschen mehr zu erzählen? Sehr gerne. Und zwar beschäftigt sich unsere Forschung tatsächlich mehr mit der Tumorzelle selbst und wir versuchen zu verstehen, was passiert, wenn denn aus einer normalen Zelle eine Tumorzelle wird. Und was wir sehen ist da, dass verschiedene Signalwege, die der Zelle sagen, sie soll sich teilen, außer Kontrolle geraten und dadurch zu einem unkontrollierten Teilen dieser Zelle kommt und schlussendlich eine Tumorzelle und dann Krebs entsteht. Und wie schafft ihr es, das zu verhindern im besten Fall? Verhindern ist schwierig, aber wenn es tatsächlich dann soweit ist, dass es passiert ist, dann haben wir zwischenzeitlich sehr zielgerichtete Therapien, also Medikamente, das können eine Infusion oder auch eine Tablettentherapie sein, die spezifisch in diese Signalwege, die außer Kontrolle geraten sind, eingreifen und dann dazu führen, dass diese unkontrollierte Zellteilung aufhört und die Tumorzellen im Idealfall absterben. Und jetzt ganz lapidar gesagt, ist der Patient dann geheilt? So einfach ist es leider nicht, da es innerhalb einer Zelle nicht nur einen Signalweg gibt, sondern ganz viele parallel verlaufende Signalwege. Das heißt, man muss sich das vorstellen wie so ein kompliziertes U-Bahn-Netzwerk von einer Großstadt. Wenn wir da also spezifisch in einen Signalweg eingreifen, dann gibt es ganz viele verschiedene Umgehungswege, die die Zelle auch nehmen kann, die dann dazu führt, dass es Resistenzen gibt gegen dieses Medikament und dass die Zelle sich wieder unkontrolliert teilt. Also viele Wege führen nach Rom. Und wie schafft ihr es jetzt, diese alternativen Wege zu unterbinden? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist so, dass wir durch die Forschung relativ genau wissen, welche Resistenzen, welche Umgehungswege die Zellen dann nehmen. Und wenn wir antizipieren, welche das sein werden, dann können wir schon von vornherein beide Signalwege unterbinden und dadurch verhindern, dass es zu einer Resistenzentstehung kommt und dass wir den Tumor über längere Zeit kontrollieren können. Josef, vielen lieben Dank. Sehr gern. Wir haben heute spannende Einblicke hinter die Kulissen der Krebsforschung am Universitätsklinikum Tübingen erhalten. Wollt ihr jetzt noch weitere Informationen haben rund um das Thema Krebs, Krebsbehandlung oder Krebsforschung, dann guckt in die Videolink-Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.